Irgendwann hatte ich für mich so das Bedürfnis gehabt, mich so aus den Social Media rauszuziehen, Facebook und die ganzen Datengiganten. Und bin so ein bisschen, irgendwie, ich bin zum Phantom geworden. Du, schau, ich bin ein bisschen eingerostet. Ich gebe es zu, ich habe schon Warzone gespielt. Aber ich bin ziemlich froh, habe ich da so einen E-Sports-Retro-Profi im Hintergrund, der mir den Rücken stärkt. So, nimmst du noch irgendetwas drin? Irgendwie? Nein, ist gut, schwarz. Schwarz? Ja. Easy peasy. Ich bin der Reto, arbeite im E-Sport. In meiner Freizeit tue ich auch ein bisschen gamen. Und ich schaue, dass der Phantom so ready wie möglich ist im Warzone für den Digitech Playground. Meine Motivation kommt vor allem daher, dass ich als Spieler wahrscheinlich in den nächsten paar Jahren nicht mehr allzu viel reissen wird. Für das bin ich schon ein bisschen zu alt. E-Sport ist sehr ein junger Sport. Aber ich kann all das ganze Knowledge, die ganze Kenntnis, meine ganzen Erfahrungen, die ich gemacht habe in diesem Bereich, kann ich sehr gut weitergeben. Ich hoffe mir eigentlich vom Cup, dass ich genau wie letztes Jahr einfach Spass habe. Das ist mein oberstes Ziel und das werde ich haben. Aber wenn es irgendwie möglich ist, und da bin ich froh, steht mir der Reto zur Seite, möchte ich doch ein bisschen was reissen. Wir schauen uns heute ja ein bisschen deine Hardware an. Du bist schon relativ gut ausgerüstet. Die 4 Sachen, die wir sicher drüber gehen, sind Maus, Tastatur, Headset und Bildschirm. Ich finde, das ist eine Maus, die relativ schwer ist. Du hast es wahrscheinlich auch schon gemerkt, du musst oft flicken, du musst oft dich drehen, Hinterschi, oh, eine Fenstertür, nein, oben, nein, unten. Und das klingt jetzt blöd, aber wenn halt dein Körper muss mehr Masse umeinander schieben, dann ja, bist du halt auch ein bisschen langsamer. Was Warzone als Battle Royale für mich so ein bisschen ausmacht, ist die Geschwindigkeit des Spiels. Und es geht eigentlich wirklich darum, die Map in dem Sinn so effizient wie möglich abzugrasen und gleichzeitig genug Kills zu machen, schnell an Geld kommen und so schnell wie möglich eigentlich die beste Ausrüstung von der Lobby kaufen können, dass man sich sicher mal auf der theoretischen Seite sehr stark positionieren kann. Jetzt musst du halt mit Kabel spielen, nachher wirst du sehr wahrscheinlich eine Wireless-Maus haben. Und das Ding ist halt mit der Wireless-Maus, du hast das Problem nie. Du fühlst dich viel freier, es ist angenehmer zum Spielen. Ich habe immer die kabellosen Mäuse gescheut. Ja. Und ich bin jetzt eigentlich recht gespannt darauf, was daneben so ein G Pro kann. Die mechanische Tastatur, das ist eigentlich das Ausschlaggebendste, finde ich jetzt bei einer Gaming-Tastatur. Ich sage halt immer, je weicher der Anschlag, umso schneller und umso öfter kannst du die Taste drücken. Du hast ja da schon ein rechtes Ding. Was ist das genau? Dell Alienware, ja. Ultrawide Display mit 120 Hz. Ich hätte jetzt mal vorgeschlagen, wir gehen ganz schnell in die Grafikoptionen. Kannst du mir mal die Full HD Auflösung einstellen, dass wir mal sehen, was das auf deinem Bildschirm macht, wenn du das umstellst? Ja, sicher, das können wir schnell machen. Das Ding ist, dass du eigentlich auf dem Desktop nachher auf Full HD umstellst, nachher im Game auch und dann spielst du mit diesen 2 Balken links und rechts. Und das mag jetzt für dich vielleicht ein bisschen unangenehm tönen oder nicht so, ja, nicht unbedingt das, was du willst, wenn du schon so einen Bildschirm hast. Das Ding ist einfach, schau nur schon das. Wir sind vorhin etwa auf 117 und jetzt sind wir auf 170. Das sind fast 50% mehr Es gibt Leute, die würden sich ein Ei abschneiden, dass sie nur 20 FPS mehr haben. Verstehst du, was ich meine? Aber ja, an dem Turnier, wenn wir nicht rumlaufen und die Gegend anschauen und so, alles sieht schön aus, sondern an dem Turnier, wenn wir flüssig durch die Welt gehen und auch wenn es von 3 Ecken ballert, muss es immer noch genau gleich flüssig sein. Ich denke, ich könnte vielleicht auch ein bisschen selbstsicher werden vor allem, weil ich habe mich schon oftmals ertappt, wo ich einfach mal so, ich will das Optimalste machen, muss dann aber zu lange studieren und dann kassiere ich. Er möchte immer noch so ein bisschen das Streaming-Ding beibehalten, dass alles ein bisschen schön aussieht und das ist für den Zuschauer auch wichtig. Und es ist auch wichtig, aber in dem Umfeld, wo wir uns am 30. Januar bewegen, da zählt halt Performance mehr als Optik. Was wir jetzt machen, ist vom Vollbild umschalten auf den fensterlosen Modus. Das Model wirkt wahrscheinlich wieder ein bisschen geräder. Ja. Ja. Okay, für dich ein Unterschied. Man sieht's. Genau. Das ist eines der schönsten CODs, die ich je gesehen habe. Glaub mir, das sieht immer noch mega schön aus. Ich sehe Leute das spielen, du hast das Gefühl, die spielen auf einem Game Boy Color. Wir wollen ja die 120 FPS auch, wenn du gerade mit jemandem am Fighten bist und es kommt noch Granaten und da geht noch ein Rauch und oben fliegt noch ein Heli durch. Das muss auch 120 FPS liefern, wenn wir in so einer Situation sind. Und genau in diesen Situationen wird dann halt der PC meistens ein bisschen Knie gehen und wahrscheinlich auf so einer Auflösung nicht die FPS liefern. Und dann kommen wir zum letzten Teil. Dort geht es um den Sound. Ich muss eher auditiv spielen teilweise, gerade im Gulag, Close Quarter Combat, muss ich immer ein bisschen hören, wo er ist. So säckle in die falsche Richtung, darum tue ich mich sehr gerne einfach mal muten, höre, wo er ist, greife an oder ziehe mich zurück. Jetzt weiss ich nicht, vielleicht können wir ganz schnell einen Test machen. Zieh es mal an. Ich gehe jetzt in die Einstellungen. Meine Recherche hat ergeben, dass du im Warzone am besten mit dem Höhenboost spielst. Ja, yeah, das klingt fancy. Man spielt eigentlich mit dem Höhenboost, um die
die Frequenzen, die eben darauf ankommen, Glas, das kaputt geht, Fußschritt, Heli, weißt, auf Beton mit Schuhen, das tönt, oder? Und tick, 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 von Schussgeräusch und so, dass man diese Sachen möglichst gut raushört. Also, wir fahren da mal runter. Dialog, das können wir ein bisschen rauf tun. Effekt tue ich irgendwie auf 75 tun. Die grundsätzlich ausschalten, weil das ist etwas, das lenkt dich mega ab. Das Einzige, was wir noch machen müssen, ist jetzt der da wahrscheinlich. Ich tue ihn dir mal auf 35. Okay, ja, die Schüsse nehme ich nicht mehr so stark wahr. Also ich hatte schon das Gefühl gehabt, dass ich allein schon mal Stimme oder so schon mal ein Stück besser höre, was ja eigentlich schon mal positiv wäre. Im Profi-Umfeld die Leute empfehlen grundsätzlich immer den höheren. Ich habe keine Ahnung, was da. Ja, ist gut. Ich habe es auch nicht gewusst, bis ich mich damit auseinandergesetzt habe. Ja, das ist cool, da freue ich mich drauf. Ja. Was ich einem angehenden E-Sportler mitgeben würde, ist, dass man den Hunger nie verlieren sollte. Sobald die Motivation oder der Spass nicht mehr so rum sind, macht es meiner Meinung nach auch nicht so Sinn, irgendein Game oder irgendeinen Grind zu grinden halt. Und das andere, was ich sage, sind immer offen für Neues, sind immer offen zum Lernen. Es wird nie einen Punkt geben, wo man ein Spiel so krass beherrscht, dass man sagen kann, ey, ich muss jetzt gar nichts mehr anschauen, ich kann alles, ich kenne alles. Es wird immer jemand kommen, der neue Sachen findet, der neue Techniken erfindet und wenn er dort nicht mitzieht, dann wird er irgendwann abgehängt.